Versuchen wir es mal. Weißt du, ich kann die Sachen eigentlich auswendig. Warte, jetzt kommt das nächste. So, jetzt kommen wir hier aber zum Hauptteil. Ich habe für meinen kompletten Ausbau 1.700 € bezahlt. Wofür das Geld im Einzelnen draufgegangen ist, zeige ich euch heute. Und ich verrate euch, wo ich am meisten selber gespart habe, wie ich das gemacht habe, wo ich unnötig draufgezahlt habe und wie ihr das vielleicht bei eurem Ausbau vermeiden könnt. Wir haben vor 4 Wochen eine Roomtour hochgeladen, wo ich euch gezeigt habe, wie ich dieses Auto ausgebaut habe. Ich möchte auf jeden Fall Danke sagen, dass ihr so viel geschrieben habt, so viele Daumen nach oben gegeben habt und so. Ich habe mich riesig darüber gefreut. Einer meiner Lieblingskommentare war übrigens: LOL, zero fucks given bei den ganzen Scharnieren und Winkeln und so. Trotzdem alles recht sinnvoll und praktikabel, hat jemand geschrieben. Hat mich sehr gefreut, weil ja, genau so war es. Zero fucks given, Hauptsache sinnvoll und praktikabel. Falls euch der Ausbau im Detail interessiert, verlinken wir euch hier oben die Roomtour. Dann könnt ihr euch das alles nochmal angucken. Und da habe ich die allermeisten Fragen, glaube ich, auch schon beantwortet. Einige von euch haben geschrieben, der Ausbau hätte denen gezeigt, dass man keinen Ausbau für viele 1.000 € machen muss, sondern dass es halt auch mit einem kleineren Budget sinnvoll möglich ist und dass man dann nicht nur minimalste Infrastruktur hat, sondern ja, wirklich eigentlich alles, was man so braucht unterwegs. Und so waren auch wirklich in die Richtung waren die meisten Kommentare. Es gab aber auch eine Person, die hat mir geschrieben und hat gefragt, 1.700 €, warum so teuer? Da ist dann mein Eindruck, höchstwahrscheinlich hat diese Person sich noch nicht so dolle damit beschäftigt, wie teuer diese Sachen alle so sind. Und ja, man kann sparen und das habe ich auch versucht, wo es ging. Aber wenn man so ein Ding am Ende hat, das all das kann, dann ist es teuer. Alleine die Solaranlage, Elektrik, viele Leute haben einen Kühlschrank oder das Wassersystem, das ganze Holz. Klar kann man es auch günstiger einkaufen, aber die Klamotten kosten halt richtig viel Geld. Und normalerweise stecken Leute wirklich viele 1.000 € in so einen Ausbau. Es gab aber trotzdem noch eine Person, die selbst das nicht geglaubt hat mit den 1.700 € und irgendwie dachte, ich erzähle hier einen vom Pferd. Und das ist nicht so. Ich habe alle Rechnungen gesammelt während des Ausbaus und zeige euch jetzt ganz genau, welche Kategorie am teuersten war am Ende. So, und jetzt in nicht geordneter Reihenfolge einfach mal alle Posten der Ausgaben, die ich gefunden habe. Und zwar den Boden, dafür habe ich 91 € ausgegeben. Das heißt die Holzplatten, Siebdruckplatten, PVC-Boden, Gewebeklebeband, das Zuschneiden. Dann für das Holz habe ich 318 € ausgegeben. Das war auf der Liste der teuerste Punkt. Aber nur 18 € über der Solaranlage. Für die habe ich 300 € ausgegeben. Die habe ich nicht neu gekauft. Also ich habe das Solarpack, das Solarpanel, ein Anschlusskabel und ein Set-Verlängerungskabel für den Campingplatz habe ich als Set zusammen für 300 € gekauft. Normalerweise kostet alleine die Suoki, das mobile Akku-Pack, mehr als 300 €. Für Werkzeug habe ich 38 € ausgegeben. Was habe ich gekauft? Hier Lötbrenner, um den Wasserhahn zu machen. Und ich glaube ein neues Cuttermesser, weil meins irgendwann draufgegangen ist. Das ganze Zubehör, darunter fasse ich jetzt mal alles sowas wie Winkel, Scharniere, Schrauben, Nägel, den ganzen metallischen Kleinkram, Holzleisten, Aluleisten. Dafür habe ich insgesamt 132 € bezahlt. Dann gibt es noch einen großen Posten Equipment. Da ist alles drin, vom Kocher über den Schlafsack, jedes kleine Gadget, der Duschsack, diese ganzen Campingklamotten, 186 €. Dann die Werkstattmiete, weil ich hatte keinen Platz, wo ich das Auto ausbauen konnte, 20 €. Der Wasserhahn hat mich insgesamt mit den Materialien, um das zu bauen und dem Brenner und so weiter, 64 € gekostet. Und er ist tatsächlich genauso teuer, wie hätte ich einfach nur einzeln einen Wasserhahn gekauft in der Standardform, der aber jetzt für mein Wassersystem nicht gepasst hätte. Und ich habe immerhin noch den Brenner und das ganze Material zu Hause. Das heißt, ich könnte jetzt Wasserhähne in Serie produzieren, wenn ich wollte. Das Wassersystem, also die Kanister, die Spüle, die Schläuche, die Schellen, die Pumpe, haben insgesamt 134 € gekostet. Die Polster 56 €, weil der Bezug eben von einem alten
Bettzeug von mir war und ich da nichts Neues zu holen musste. Die Aufbewahrung wie dieses Hängeteil 15 €. Verdunklung, Vorhänge und Magnete insgesamt 48 €. Licht, ich habe 2 Lampen, und noch einen Lichtstreifen, 31 €. Die Toilette hat mich insgesamt 30 € gekostet. Und dann habe ich noch einen großen Posten auf der Liste, und zwar Unnötiges und Fehlkäufe. Zum Beispiel habe ich Schwerlastauszüge gekauft, bestimmte Winkel, die ich nicht gebrauchen konnte und so weiter und so fort. Wir kommen bei den Fehlkäufen auf 104 €. Wenn ihr euch jetzt sicher seid, dass ich für irgendeinen dieser Posten aus eurer Erfahrung viel zu viel bezahlt habe, dann schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich vermute, der heißeste Kandidat auf zu viel bezahlt ist das Holz, denn den Tipp bekam ich auch irgendwann: nicht alles im Baumarkt holen. Die Preise sind einfach viel zu hoch, wenn man das zum Beispiel mit einem Holzfachhandel vergleichen würde. Aber ich hatte keinen an der Hand, wusste gerade keinen. Wir hatten Corona und ist jetzt okay, kann ich mit leben, aber vielleicht kann da irgendwer von euch ja noch Geld sparen. Jetzt der Punkt, wo ich meine, ich hätte sparen können. Was ganz schlecht ist, aus Vorfreude Dinge kaufen, weil man denkt, man wird das Jahr bestimmt so und so bauen und das wird man auf jeden Fall brauchen. In manchen Fällen stimmt das auch, in vielen Fällen stimmt das nicht. Ich kenne andere Leute, die haben ihren Van ausgebaut, ihr Auto ausgebaut und haben den Keller jetzt voll von Dingen wie zum Beispiel Magnetband, irgendwelche Winkeltüllen, irgendwelche Kabel. Unter anderem war das auch der Grund, warum ich das Solarsystem gebraucht so günstig bekommen habe. Immer jeweils einen Schritt planen und dann erst für den nächsten Schritt, was man baut, die Dinge kaufen, lieber nochmal nachholen. Und wie gesagt, bei einer bei einer Summe von 1.700 € hätte ich 100 € sparen können. Wie habe ich den Ausbau überhaupt finanziert und den Autokauf? Und zwar ganz einfach mit einem sehr rigiden Sparplan. Ich habe fast alle laufenden Abos, Mitgliedschaften und so weiter einfach gekündigt, Verträge aufgelöst, mir ein Fahrrad gekauft, meine ÖPNV-Karte gekündigt und bei mir gab es eine Zeitspanne von 6 bis 7 Monaten, wo ich das Geld für das Auto, für den Ausbau und noch ein bisschen Puffer angespart habe. Und habe das auch nicht aus heiterem Himmel einfach so gekonnt oder so, sondern habe mir da Tipps von Leuten geholt, würde die teilen. Wenn ihr dazu ein eigenes Video sehen wollt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Die Punkte, wo kann man aus meiner Sicht noch sparen und wofür geben aus meiner Sicht andere Leute zu viel Geld aus? Punkt 1 ist, wenn man viel recherchiert und sich vorher schlau macht im Internet, wie teuer sind denn Dinge normalerweise? Gibt es Vergleichswerte bei anderen Anbietern? Kann ich Vergleichsportale nutzen? Kriege ich es irgendwo günstiger? Leidet da nicht die Qualität, sondern schon irgendwie eine Kategorie? Ansonsten alternative Lösungsideen suchen, ne? Nicht immer sofort die erste fertige, teure Lösung nehmen, die ganzen Ausbauer oder sonstigen YouTuber oder so verbaut haben. Lieber selber noch mal überlegen, kann man das runterbrechen, einfacher machen, gibt es eine einfachere, günstigere Lösung. Auch auf Amazon, wenn ihr bei Online-Händlern guckt oder über Idealo mal Preise vergleicht. Es gibt häufig sehr, sehr große Unterschiede und Preise schwanken auch. Ansonsten ein guter Punkt ist noch, auf jeden Fall auf eBay immer gucken, eBay Kleinanzeigen. Sehr häufig gibt es zum Beispiel diese Ikea-Spüle, die ich verbaut habe, hätte es vermutlich auch gebraucht gegeben. Ich habe geguckt, ich habe jetzt in der Zeit, wo ich ausgebaut habe, keine gefunden, aber ich weiß von anderen Leuten, die regelmäßig finden. Dann auf jeden Fall, wie der Tipp, den ich schon bekommen habe, in den Holzhandel, in den Fachhandel gehen und nicht in den Baumarkt, um Holz zu kaufen. Nicht den günstigsten Preis nehmen, wenn es irgendwelche Hinweise darauf gibt, dass die Qualität nicht mehr stimmt. Klar gibt es bestimmte Dinge, die sehr viel günstiger sind, bestimmte Scharniere, Magnete und so, aber lieber genau gucken, erfüllt das auch den Zweck oder kaufe ich am Ende doppelt. Der Klassiker sind, glaube ich, die Schwerlastauszüge. Wie viele Leute von euch, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, die ein Auto ausgebaut haben, haben irgendwelche Billo-Schwerlastauszüge bei sich rumliegen, die nicht für das Gewicht geeignet sind, das sie halten sollen. Ich habe übrigens auch noch ein paar bei mir zu Hause rumliegen. Es sind nicht die billigen, es sind die ordentlichen. Also wenn einer noch einen Auszug 50 cm Länge braucht. Eine gute Sache ist, auf lange Sicht denken. Zum Beispiel die Lampen, die ich bei mir drin verbaut habe, sind über USB ladbar. Also nicht irgendwas mit Batterien nehmen, wo man das dann immer wieder neu kaufen muss, sondern ja, Lösungen sich ausdenken oder recherchieren, wo das vermieden werden kann.
Ein großer Punkt ist Elektrik. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Elektrik schlägt eigentlich immer mindestens mit 1.000 Euro, also zumindest bei einem großen Ausbau, zu Buche. Und ich denke, man kann da sparen, wenn man sich fragt, braucht man das wirklich? Habe ich so viele Verbraucher? Oder kann ich es auch ein bisschen runter konzipieren und muss mir dann vielleicht nicht eine komplette Elektrik ins Auto zimmern? Muss mein Wasser warm sein? Habe ich zum Beispiel hier keinen Boiler verbaut oder so. Ist ein Punkt, wo ich im zweiten Schritt halt für die Elektrik einen weiteren Punkt hatte, der dafür sprach, keine großartige Elektrik hier zu verbauen. Bei mir gibt es nur kaltes Wasser. Dann gibt es für Laptops zum Beispiel, ich muss manchmal aus dem Auto auch arbeiten, es gibt für Laptops Adapter mit einem 12-Volt-Stecker, die man entweder während der Fahrt oder bei so einer mobilen Solaranlage laden kann. Es ist nicht notwendig, einen Wechselrichter einzubauen, damit man seinen Laptop laden kann. Anderer Punkt: einfach nutzen, was man hat. Hat man zu Hause schon Textilien wie diesen Bettbezug, Vorhänge, Stoffe recyceln? Hat man irgendwo Holzreste, hat man Möbel, Regale, irgendetwas, das man wiederverwenden kann, wo man jetzt nicht alles komplett neue Rohstoffe kaufen muss? Das Gleiche gilt für Kissen, für Geschirr. Wie viele Leute kaufen sich, ich meine, da mögen andere Gründe für sprechen, dass man nicht will, dass es zerbrechen kann und so, oder dass es besonders leicht ist, nicht klappert. Ich fahre hier normales Porzellan durch die Gegend. Ich habe nicht eingesehen, loszugehen und ein extra Campinggeschirr mir anzuschaffen. Glaube ich, wenn man sparen will, ist das nicht unbedingt notwendig. Das gleiche Besteck. Ich muss nicht hier ein extra Besteckset fürs Camping mir anschaffen. Ich kann auch einfach das nehmen, was ich zu Hause habe. Tassen, ja, oder so kleine Boxen. Es gibt ganz viele so Aufbewahrungskörbchen, da hat man garantiert noch irgendwas im Badezimmer oder unterm Bett rumstehen. Auch Decken oder Lampen, Netze, Spanngurte, das sind so Sachen, die haben die ein oder anderen Leute auf jeden Fall zu Hause. Nächster Tipp: einfach selber machen. Die Polster, also ich bin keine Nähfee, ne? Also ich sitze nicht zu Hause und nähe mir irgendwelche Klamotten. Trotzdem habe ich, um Geld zu sparen, mir diese Polsterbezüge einfach selber genäht. Ganz simpler Stich, einfach mit der Hand. Kann man machen, wenn wirklich der Schuh beim Budget drückt. Das gleiche gilt auch für die Vorhänge. Ich habe einfach ein Set mit 2 sehr, sehr langen, sehr großen Vorhangschals bestellt, die zurechtgeschnitten, auch mit der Hand abgenäht. Und hätte ich das von der Schneiderin oder vom Schneider machen lassen, hätte mich das auf jeden Fall sehr viel mehr Geld gekostet. Ein anderer großer Punkt ist die Toilette. Das ist ja ein sehr persönliches Ding, wie viel Komfort da jeder so möchte. Ich habe es vorhin gesagt, ich habe für meine Toilette 30 € bezahlt. Ich sehe ganz, ganz viele andere Trockentrenntoiletten, die sicherlich auch in der Weise, wie sie hergestellt sind und den Komfort und den Luxus, den sie bieten, eine Berechtigung haben, dass dafür mehrere 100 € verlangt werden. Ich habe das nicht als so notwendig und sinnvoll angesehen für meinen Ausbau und habe mich deswegen für eine günstigere Lösung entschieden. Dann könnt ihr natürlich Geld sparen, indem ihr keine Werkstatt mieten müsst. Ihr könnt das Auto vielleicht bei euch in die Garage stellen, ihr habt einen Hof oder so. Ansonsten kann man recherchieren, ob es in der Nähe Gemeinschaftswerkstätten gibt, wie zum Beispiel die Werkstatt, die ich genutzt habe. Das sind eigentlich Vereine, wo man dann eine Zeit lang Mitglied wird oder auch dauerhaft und dann diese ganzen Maschinen da benutzen kann. Das heißt, man muss das ganze Werkzeug sich nicht selber anschaffen und kann halt das da nutzen und zahlt nur während der Zeit, wo man da Mitglied ist. Außerdem hängen da ganz viele Leute ab, die richtig viel Ahnung haben und den einen oder anderen guten Tipp geben können. Das kann auch schon viel Zeit und Geld sparen. Der andere Punkt ist, erstmal länger über ein Problem oder eine Sache oder den nächsten Schritt nachdenken. Wenn ihr zum Beispiel Veganer seid, habt ihr jetzt nicht unbedingt Grillfleisch, das ihr euch in eine Kühlbox schmeißen müsst. Und vielleicht habt ihr mal einen Sojajoghurt oder eine Sojamilch, aber da wäre halt abzuwägen, ist es dann sinnvoll, in so eine Kompressor-Kühlbox für 300 € zu investieren oder kann man dafür auch andere Lösungen finden? Standheizung im Sommer reicht es auch, wenn ich im Herbst anfange, darüber nachzudenken, wie ich es warm halte. Ansonsten Wärmflasche, Schlafsack, Mütze, eine Extradecke. Gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, um zumindest Herbst, Frühjahr, solche Zeiten zu überbrücken. Einer der wichtigsten Punkte für mich ist, ehrlich mit sich selber sein. Passt das, was ich mir vorstelle und wünsche und wovon ich träume, passt das zu meinen Möglichkeiten? Kann ich das umsetzen? Kann ich das lernen? Habe ich die Zeit, das zu lernen? Habe ich die Zeit, das umzusetzen? Und passt es zu meinem Budget?
Ich glaube, fast jeder träumt von Stehhöhe und dem schönsten Holz und den tollsten Details und dem besten Komfort. Aber es ist halt einfach manchmal auch nicht realistisch und das ist auch okay, wenn man dann sein Konzept anpasst. Dann sich die Frage stellen, worum geht es mir wirklich? Brauche ich wirklich den unfassbar kunstvollen Aufbau, wo jeder Schreiner mir dann auf die Schulter klopft und sagt, willkommen im Club, Kollege oder Kollegin? Oder tut es halt auch einfach etwas, was funktioniert, was von einem Schreiner nie so gemacht werden würde wie hier mit den Scharnieren, was trotzdem seine Funktion erfüllt? Ist der Camper für mich ein Statussymbol oder mache ich das, um mir bestimmte Möglichkeiten zu erschaffen, um Zeit draußen zu verbringen? Dann die Frage, willst du deinen Job und deine Wohnung kündigen und da drin leben oder nutzt du den wirklich nur an den Tagen, wo du Wochenende hast, nach der Arbeit frei oder Urlaub? Rechne dir aus, wie viel Zeit das im Jahr ist, stell dir die Frage und dann weißt du, was für ein Ausbau dir vielleicht auch genügt. Dann gibt es einen großen Irrglauben und zwar, um sozusagen campen zu gehen oder diesen ganzen Vanlife-Kram einfach mal auszuprobieren, da bräuchte man schon das und das für. Man muss sich alles anschaffen und man braucht ein fertig ausgebautes Auto und so. Quatsch. Ich habe irgendwo ganz am Anfang mal ein Video gesehen, nachdem ich schon am Recherchieren war und Listen hatte und Träume und Skizzen, was ich alles haben will, hat irgendwer gesagt, nee, es ist Quatsch. Musst du einfach nur eine Matratze reinschmeißen, nimm dir was zu trinken mit, im Notfall nimmst du dir eine Decke mit ein bisschen was zu essen und dann kannst du testen, ob das was für dich ist und kannst sozusagen das, wovon du träumst, im Kleinen umsetzen. Und bevor ihr Hunderte, Tausende Euros in so einen Ausbau versenkt, leiht euch erstmal ein Wohnmobil. Testet das. Fahrt einfach mal mit dem Kombi von einem Freund oder so los und sägt euch oder schneidet meinetwegen mit einem Cuttermesser aus einer Isomatte Sichtschutz zusammen und klebt das da rein oder was. Einfach testen, bevor man so viel Geld in die Hand nimmt. Ich weiß, dass ganz viele von euch gerade dabei sind, einen Wagen auszubauen und dass es gleichzeitig ganz viele unter euch gibt, die schon einen Wagen ausgebaut haben. Wenn ihr das schon hinter euch habt, überlegt doch bitte mal, wo hättet ihr im Rückblick sparen können? Wo habt ihr unnötig Geld ausgegeben? Und schreibt mir das in die Kommentare. Dann können nämlich die jetzt ihren Wagen ausbauen, vielleicht davon profitieren und sich bestimmte Erfahrungen sparen. Ich hoffe, es war der ein oder andere hilfreiche Tipp für euch dabei. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten könnt ihr auch sehr gerne den Kanal abonnieren. Ich freue mich darüber. Und ansonsten vielen Dank fürs Zusehen.